In meiner Praxis sehe ich an den Schultern vor allem Verletzungen von der Sehne vom Oberarmkopf, der sogenannten Rotatorenmanschette. Die Wahrscheinlichkeit von einem Riss von der Rotatormanschette nimmt im Alter zu. Im Alter sind es vor allem abnützungsbedingt. Bei den jüngeren Leuten sind es meistens verletzungsbedingt, häufig auch nach dem Ausrenken der Schulter oder sonstigen Sportverletzungen. Es gibt eigentlich keine typische Zielgruppe. Es sind Patienten unabhängig vom Geschlecht und vom Alter, aber es sind alles aktive Patienten. Sie haben hohe Ansprüche im Alltag und auch beim Sport. Einerseits gibt es patientenspezifische Risikofaktoren, wie zum Beispiel ein Diabetes mellitus, massives Übergewicht, Bluthochdruck, Rauchen. Aber es gibt natürlich auch Risikosportarten, die zu Schulterverletzungen führen. Im Besonderen sind das Kampfsportarten, andererseits auch Ballsportarten wie Volleyball und Handball. Der Patient muss je nach Schweregrad von der Verletzung den Arzt aufsuchen, um eine Fraktur auszuschliessen. Ist so eine ausgeschlossen, kann man eigentlich mit einer konservativen Behandlung anfangen. Sollte es dann trotzdem bei Schmerzen bleiben, wäre eine weitere Abklärung mit dem MRI sinnvoll. Der Grund ist, dass wenn es durch den Unfall zu einem Riss von der Rotatorenmanschette gekommen ist, die sich innerhalb von einem Jahr so stark degenerieren, dass sie nach einem Jahr nicht mehr operabel ist. Die Behandlung von der Rotatormanschettenruptur ist ganz klar abhängig von der Erwartungshaltung des Patienten. Was möchte er haben? Eine Funktionsverbesserung oder eine reine Schmerzverbesserung? Und demgegenüber stellt man den Zustand der gerissenen Sehnen bzw. Muskeln. Wenn es frisch ist und der Zustand noch gut ist, kann man die Sehne rekonstruieren. Später braucht es aufwendige Verfahren. Die Behandlung richtet sich dann nach dem Wunsch des Patienten und wird entsprechend konservativ oder operativ durchgeführt. Generell kann man Schulterverletzungen vorbeugen, indem man die patientenspezifischen Risikofaktoren senkt. Andererseits ist es ein Vorteil, sehr aktiv zu bleiben mit Sportarten, die harmonische Bewegungen haben, wie zum Beispiel Yoga, Schwimmen oder Langlaufen.